Mein Name ist Julia Polkert, ich bin Ihre Kapitänin heute auf dem Weg nach Frankfurt. Durch Sturm und Gewitter. Tschüss, Korfu. Schnell weg hier, würde ich sagen. Ready? Ja. Take off. Wind, Blitz und Starkregen. Fliegen mit Nervenkitzel. Jetzt hangeln wir uns wieder am Wetter entlang. Ja. Antennenwechsel in 115 Metern. Einsatz für Industriekletterer und die Flugsicherung. Das ist sehr anstrengend, weil das Equipment ist sehr, sehr schwer. Man sollte auf jeden Fall keine Höhenangst haben. Kurzschluss und Lichtausfall. Ist die Montage in Gefahr? Das ist jetzt gerade ein Problem, weil wir brauchen für eine Notfallrettung Licht. Müssen wir das mit dieser Scheißlampe abbrechen oder was? Das kann es nicht sein, oder? Sie arbeiten für das Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa, den Frankfurter Flughafen. Lassen Sie Ihr Gewicht. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen rund um Deutschlands größten Flughafen. Von der Pandemie ist kaum noch etwas zu spüren am Frankfurter Flughafen. Passagier- und Flugzahlen schießen nach oben, fast wie vor Corona. Vor allem Urlaubsziele wie die griechischen Inseln sind beliebt. In Korfu sorgt heute ein Flieger für besondere Aufmerksamkeit. 4 Flugbegleiterinnen und 2 Pilotinnen. Ein Flieger in Frauenhand. Das ist selten, sagt die Kabinencrew rund um Kapitänin Julia Polkert. Für mich auch sehr schön und besonders mit euch. Doch für Fotos bleibt wenig Zeit. Der griechische Wettergott hat schlechte Laune. Heftige Gewitter ziehen Richtung Flughafen. Pilotin Michaela Gerstenkorn wird den Airbus A320 nach Frankfurt fliegen. In 30 Minuten wollen sie starten. Sind wir mal gespannt, ob wir da rausgelassen werden vom Tower oder ob die unseren Start ein bisschen hinauszögern, dass wir nicht ins Gewitter reinfliegen. Die Wetterdaten liefert noch der Tower. Normalerweise bekommen die Pilotinnen die Daten von ihrem Wetterradar an Bord. Wir dürfen nämlich wegen der Strahlung des Wetterradar hier nicht am Boden anmachen, wenn Menschen drumherum sind. Das ist zu gefährlich. Das heißt, wir müssen erstmal vom Vorfeld runter. Wir rollen jetzt einmal genau in die Richtung vom Wetter, gucken uns das an auf dem Wetterradar und starten aber in die Schönwetterrichtung. Das heißt, wir sind, wie gesagt, auch wenn es da ordentlich blitzt und da ordentlich runterkommt gerade, sehr guter Dinge, dass wir hier gleich noch pünktlich aus Korfu wegkommen. Optimistisch bleiben ist die Devise. Dennoch bitte beeilen, sagt die Pilotin. Morgen. Für Sie. Ja, bitte. Die Passagiere sind pünktlich. Alle Koffer geladen, bereit für die erste Checkliste. Fuel Quantity, 9020 kilograms fuel balance. Seatbelts, Und ADIRS enough. und Bauerriff. QNH 1002 set. QNH 1002 set, Cockpit Preparation Checklist complete. Cabin crew, all those in flight. Ja, und einen wunderschönen guten Tag, Kalimera, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ein ganz recht herzliches Willkommen hier vorne aus dem Cockpit. Mein Name ist Julia Polkert, ich bin Ihre Kapitänin heute auf dem Weg nach Frankfurt. Geflogen werden Sie aber von der Dame heute an meiner Seite, meiner ersten Offizierin, Frau Michaela Gerstenkorn. Und gemeinsam mit unseren 4 Damen in der Kabinenbesatzung, wir sind heute nämlich ein rein weibliches Team für Sie, freuen wir uns sehr, dass Sie alle da sind. Geht also gleich ganz sanft und sicher in Richtung Frankfurt. Ich würde fast sagen ins schöne Wetter, weil da ist nämlich wärmer als hier. Und wir freuen uns jetzt erstmal, dass Sie an Bord sind, wünschen Ihnen ganz schönen Aufenthalt und einen schönen Flug hier heute bei uns. Yes. We are clear for engine start and pushback facing stalls. May I release parking brake? Yes, you are clear to release parking brake. Parking brake is released. Dienstbeginn war heute Morgen um 4 Uhr. Einmal Frankfurt, Korfu, hin und zurück. Und auf geht's wieder. Oh, jetzt blitzt es wieder. Ordentlich. Engine to start. Schnell weg. Sonst müssten sie warten, bis das Gewitter vorbei ist. Und das bedeutet Verspätung. Engine 1 start.
Captain, pushback is complete. You may set parking brake. Parking brake is set. Blitzschläge sind für Flugzeuge ungefährlich. Die Maschinen bestehen aus Metall. Die elektrische Spannung entlädt sich auf der Außenfläche. Damit hat der Blitzschlag keine Auswirkung auf die Kabine und die Passagiere. Der Rumpf wirkt als faradäischer Käfig, also wie beim Auto. Gewitter sind oft unberechenbar. Die plötzlichen Winde, der Starkregen, all das haben die Pilotinnen jetzt im Blick. Das zieht jetzt so lang. Wenn wir auf der Bahn sind, gucken wir uns mal ganz entspannt die Wettersituation auf unserem Departure-Sektor an. Aber das, was jetzt so hier Weltuntergang und Blitz und Donner, das zieht weiter auf eine andere Ferieninsel. Von Westen kommen neue Gewitter direkt auf die Insel zu. Bis die hier sind, sollten wir weg sein, sagt Michaela Gerstenkorn. Die Ryanair habe ich in Sight. Korfu hat nur eine Start- und Landebahn. Jeder Start braucht viel Zeit. Wir wollen ja in die entgegengesetzte Richtung starten, aber der Flughafen ist so klein, dass es hier nichts zum Aufrollen gibt. Das heißt, wir rollen jetzt die Startbahn runter, drehen hinten, aber dann einmal um. I have control. Ja, Control. Es darf aber nur der Kapitän oder die Kapitänin, darum musste ich jetzt die Kontrolle übernehmen dafür. Weil es ein spezielles Manöver ist, was man nicht überall macht. Runway 34, full length confirmed. Ja, schnell weg hier, würde ich sagen. Kräftiger Seitenwind, Starkregen, Blitz und Donner. Nicht gerade das idealste Wetter, um zu starten. Aber kein Problem, sagen die Pilotinnen. Da ist auch Schauer, sonst hangeln wir uns da ein bisschen lang. Aber ich würde sagen, Erstmal geradeaus ein Stück. erstmal los, genau. Ja. So machen wir es. Dann, you have control. I have Control. Ready? Ja. Take off. Jetzt steuert wieder Michaela Gerstenkorn den Airbus A320. B1, rotate. Die neuen Gewitter sind schneller da als erwartet. Rechts scheint die Sonne. Da wollen sie jetzt hin. Dafür muss der Lotse sein Okay geben. Sonst muss Michaela durch das Gewitter Grab. steuern. Checked. This is the ocean for uniform. Julia Polkert funkt mit dem Tower. Is there any way we could fly visually heading 020 to avoid? Gleich vorwärts. Yeah, that's all copied. So we are turning right now. Der Lotse gibt sein Okay. Sie dürfen nach rechts ausweichen. Weg vom Gewitter. 122-355, Ocean for uniform. Thank you so much for your cooperation. Bye bye. Checked. So, ich habe auch das Terrain hier in Sight. Das sieht alles gut aus. Aber du siehst, hier ist auch der Niederschlag hier links. Ne? Da war es, glaube ich, eine gute Idee, da nicht direkt reinzufliegen, sondern jetzt hangeln wir uns wieder am Wetter entlang. Normalerweise sagt der Lotse dem Piloten, wo es lang geht. Bei Gewitter ist die Lage eine andere. Dann sagt der Pilot dem Lotsen, wo er lang will. Jetzt wackelt es gleich noch mal ein bisschen. Bist du bereit? Sehr gut. Turbulenzen. Normal bei Gewitter. So, Autopilot 2. Zurück nach Deutschland, auf den großen Feldberg. Dort ist das Wetter auch nicht besser. Blauer Himmel, klare Sicht. Das war vorhergesagt. Und jetzt das. Diesen Morgen hat sich David Grafberger anders vorgestellt. Auf jeden Fall nicht so. Es muss werden. Ah ja, hilft nichts. Wenn es so ist wie jetzt, kann der Heli nicht kommen. Also es hängt wirklich vom Wetter ab und davon, dass die ja vom Zeitplan her noch sehr viel zu tun haben dann später. Er spricht von den Industriekletterern mit Ausrüstung und dieser 30 Kilo schweren Antenne. Die muss hoch auf den Sendemast, also irgendwo da oben. Und warum? Anfang des Jahres ist eine Sendeantenne von einem Ortungssystem von uns abgebrochen auf der Spitze vom Feldberg auf 115 Meter Höhe. Und ja, die muss heute repariert werden. Warum ist die abgebrochen? Vermutlich wegen sehr starker Eislast. Es war ein sehr starker Eisbefall auch am Mast selbst und dementsprechend
gab es halt sehr viele Gewichte, die zwar in der Statik bei solchen Antennen normalerweise vorgesehen sind, aber auch solche Antennen unterliegen natürlich einer normalen Alterung und dementsprechend kann das durchaus mal passieren. Die Winter sind oft hart auf dem großen Feldberg. Eingefrorene Antennen, die abbrechen unter der Eislast, das passiert gelegentlich. Dann kommt David Kraftberger mit seinem Team zum Reparieren. Die Antenne ist unverzichtbar für die DFS. Wir stellen über dieses System eine Luftlagedarstellung dar. Das bedeutet, wir orten Flugzeuge in der Luft und finden eben raus, wo die sich genau befinden und können damit eben dem Lotsen ein klares Bild darstellen, wo er eben sehen kann, wie im Moment die Flugsituation ist. Endlich! Der Nebel wird dünner. Die Männer von der Flugsicherung wollen mit einer Drohne die Nebellage oben checken. Dabei müssen sie immer Sichtkontakt zur Drohne halten. So lautet die Vorschrift, auch für sie. Der Sendemast ist 115 Meter hoch. Auf der Spitze die kaputte Antenne. Absolut freie Sicht auf die Spitze. Doch hoch können sie noch nicht. Der Nebel tanzt zu dicht um den Mast. Der Hubschrauber muss warten. David Kraftberger informiert den Piloten. Hier liegt noch eine Wolkendecke, so bei 80 Metern, die aber auch relativ fix abzieht. Und wir sehen auch aktuell hier am Rand bis runter ins Tal. Also ich würde vorschlagen, wir telefonieren einfach in einer halben Stunde nochmal, weil ich denke, da wird sich hier doch einiges verbessern. Eine Stunde später. Der Nebel hat sich aufgelöst. Die abgeknickte weiße Antenne ist zu erkennen. Gesichert mit einem roten Seil, damit sie nicht abstürzt. 5 Stunden bleiben ihnen für die Reparatur. Dann wird's dunkel. Der Hubschrauber soll zuerst das schwere Spezialwerkzeug transportieren. Anschließend die Antenne. So der Plan, wenn das Wetter mitspielt. Im Moment sieht es gut aus, auch längere Zeit schon stabil. Vielleicht können wir den Zeitslot mal benutzen. Wär schön. Ja. David Kraftberger war auch schon mal da oben. Das gehört zu seinem Job. Er ist für die Radar- und Antennenanlagen der DFS mitverantwortlich. Ich bin dazu gekommen, dass ich sehr viel Interesse an elektrotechnischen Themen hatte und mich bei der Flugsicherung direkt beworben habe und dort ein duales Studium gemacht habe und dann aus dieser Bandbreite, also dieser sehr großen Bandbreite an Jobs, quasi einen sehr schönen gefunden habe, in dem ich jetzt für Flugsicherungssysteme zuständig bin, die plane, den Weiterbetrieb sicherstelle oder eben auch solche Reparaturen wie heute hier mitbetreue. Werkzeug und Antennen werden mit einer Seilwinde nach oben gezogen. Die bedient der Pilot während des Fluges. Der Mast gehört dem Hessischen Rundfunk. Er sendet Radio- und Fernsehsignale. Die Mastspitze wurde an die DFS vermietet, sagt Techniker Hans Richter vom HR. Die Industriekletterer sind bereit für den 115 Meter hohen Mast. Wir gehen jetzt bis zu dem Ende von dem Rohrmast. Das sind 60 Meter. Dann erfolgt eine Meldung über Funk zu uns, dass OKW abgeschaltet werden muss. Dann wird OKW abgeschaltet, dann können die weiter steigen. Auf 90 Meter, wo die letzte Bühne ist. Dann muss oben das DVB-T abgeschaltet werden. Erst dann können die weiter steigen. Bis zum Ende von dem Achteckmast oben. Das ist dann auf 110 Meter. Warum muss das alles abgeschaltet werden? Die Strahlung ist im Mast dann zu hoch und gefährdet die Personen und das geht nicht. Wie lange brauchen Sie nach oben? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Halbe Stunde, ja. Ja, viel Erfolg. Danke. Man muss sich vorstellen, auf 115 Meter Höhe ist nichts einfach, egal was man da macht. Also jede Schraube, jedes Teil, was man wechseln möchte, ist aufwendig. Die Lampen im Mast sind immer angeschaltet. Vorschrift. Ohne Licht sind die Kletterer in Gefahr. Der Mast hat keine Fenster. Vom großen Feldberg zum kleinen Airbus, heute komplett in Frauenhand. Prost.
Flight of Plan 1 und Heading Number. Check. Noch immer fliegen die Pilotinnen durch das schlechte Wetter über Griechenland. Und das Anti-Eis geht an. Das Unwetter ist jetzt direkt über dem Flughafen Korfu. Der ist gesperrt. Landeverbot. Man wartet tatsächlich, bis das Unwetter entweder aus der Anflugzone zumindest rausgeflogen ist und wartet an einem Punkt, dreht Kreise. Weil, also so wie es jetzt im Moment war, konnten wir zwar noch abfliegen, aber der Verkehr hinter uns kann nicht mehr anfliegen. Und das Gute an so lokalen Unwettern ist, die ziehen auch tatsächlich zügig durch. Das heißt, man wartet dann 10, 15 Minuten, bis es vom Platz selber abgezogen ist und dann kann man auch wieder anfliegen. Auch wenn der blaue Himmel greifbar scheint. Der Service in der Kabine muss noch warten, erfährt Flugbegleiterin Stefanie Hippert von der Kapitänin. Wir sehen noch so ein paar Schleierwolken vor uns, aus denen würden wir gerne noch raus. Ist das okay servicemäßig, wenn wir euch noch 5 Minuten sitzen lassen? Gut. Wunderbar. Dann bleibt sitzen und bis gleich. Tschüss. Der Wind ist noch zu kräftig. Der Flieger wackelt. Schlecht für den Service. Nach 5 Minuten ist der Airbus auf Flughöhe, 10 Kilometer hoch. Hier liegt die Maschine ruhig in der Luft. Theresa Preisinger und Stefanie Hippert können mit ihrer Arbeit beginnen. Jetzt bereiten wir den Service vor. Das heißt, wir machen den Backofen an, die Kaffeemaschine und sobald es geht, ziehen wir dann rein, um die Gäste zu bedienen. An Bord 125 Passagiere. Stefanie Hippert hat Kosmetikerin gelernt. Ihr Studio hatte sie am Düsseldorfer Flughafen. Jeden Tag sah sie Flugzeuge. Zweimal am Tag ist Emirates mit dem 380 gelandet. Und immer, wenn ich es gehört habe oder schon die Uhr im Blick hatte, bin ich rausgerannt, um mir das anzugucken, wie dieser riesen Airbus da über meine Firma fliegt. Und da habe ich langsam gemerkt, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt und ich irgendwo anders reingehöre. Tatsächlich bin ich dann in den Urlaub geflogen und auf dem Rückweg habe ich mich ganz toll mit der Flugbegleiterin unterhalten. Da habe ich entschlossen, dass ich jetzt Flugbegleiterin werden möchte. Heute ihr Traumjob. Auch für Theresa Preisinger. Nach ihrem Abitur hat sie die Ausbildung zur Flugbegleiterin abgeschlossen. Seit 4 Jahren fliegt sie. Der Flug heute für sie etwas ganz Besonderes. Es ist total schön, also auch das im Cockpit mal beide weiblich sind, ist schon eher selten. Also auf der Kurzstrecke kommt es öfter vor als auf der Langstrecke. Aber es ist schön, es ist ein tolles Zusammenarbeiten auf jeden Fall. 2 Cent, richtig? Reiche ich mal die Cola rüber? Die Frau serviert, der Mann fliegt. So ist es eben immer noch mehrheitlich in unserer Gesellschaft. Im Cockpit arbeiten mehr Männer, hinten mehr Frauen. Eigentlich schade, sagen die Flugbegleiterinnen. Julia Peukert und Michaela Gerstenkorn haben ihre Pilotenausbildung auf einer privaten Flugschule abgeschlossen und selbst finanziert. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Damen-Pilotinnen-Uniform. Das heißt, ich habe eine Flugbegleiterhose bekommen und ein Männerjackett. Da ich ja aber relativ lang bin, habe ich und nicht so breit, habe ich so das allerkleinste Jackett bekommen und die Ärmel gingen mir bis hier. Und wenn ich Fotos von früher sehe, ist es sehr amüsant. Nach ihrem Abitur hat Michaela Gerstenkorn Psychologie studiert und anschließend mit der Pilotenausbildung begonnen. Im Cockpit arbeitet sie vorwiegend mit Männern. Ich bin letzten Monat das erste Mal mit Julia geflogen und das war auch erst das 2. Mal im Cockpit mit einer Kapitänin. Und natürlich am Anfang auch sehr aufregend, weil man das davor natürlich noch nie hatte. Es sind natürlich auch ganz andere Themen, die man im Cockpit bespricht oder ganz andere Themenauswahl, die auf einmal ankommt. Aber es macht sehr viel Spaß. Beide Pilotinnen wünschen sich mehr Frauen im Cockpit. Nur 4% aller Piloten in Deutschland sind weiblich. An der Quote finde ich besonders beeindruckend, wenn man es umdreht. Das heißt nämlich, dass 96% aller Piloten Herren sind. Und ich glaube, es gibt ja Studien darüber, dass es nicht daran liegt, dass Frauen
ungeeigneter sind oder eine höhere Durchfallquote haben, sondern es fehlt tatsächlich an Bewerberinnen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass es tatsächlich gesellschaftlich nicht so verbreitet ist. Das Bild in den Köpfen als Option der jungen Mädchen ist nicht, ach, Pilotin. Da kommen die einfach zu selten auf die Idee. Frauen im Cockpit sind leider immer noch exotisch, vor allem für die Männerwelt. Das erleben sie oft. Gestern hatten wir zum Beispiel einen Lokführer an Bord, der fand es so toll und mit dem haben wir dann natürlich auch gemeinsam Fotos gemacht. Noch eine Stunde bis Frankfurt. Zurück zum großen Feldberg im Taunus. Haben die Kletterer die kaputte Antenne erreicht? ...60 Meter über dem Boden. Die Hälfte ist geschafft für die Industriekletterer auf dem Sendemast des Hessischen Rundfunks. Hans Richter vom HR und David Grafberger von der DFS sind für die Reparatur verantwortlich. Die Klettertour ist nichts für schwache Nerven. Man steigt in diesen Steigleitern hoch, das sind spezielle Sicherungssysteme und das ist eine sehr gleichbleibende Tätigkeit. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man sehr lange eine Leiter hochsteigt. Das ist sehr anstrengend, weil das Equipment, was man dabei hat, ist sehr, sehr schwer. Und ja, man ist die gesamte Zeit gegen Absturz gesichert, darum geht's, dass man eben nicht in 70 Meter Höhe plötzlich frei fällt, weil man eine Sprosse verfehlt hat oder die eben zum Beispiel auch nachgibt. Und ja, wenn man dann oben rauskommt, hat man zum einen, wenn man Glück hat, einen guten Ausblick, aber zum anderen halt auch den Punkt, man sollte auf jeden Fall keine Höhenangst haben. Sobald die Kletterer auf der Spitze sind, kann der Hubschrauberpilot starten. Zuerst fliegt er das schwere Werkzeug, dann die kaputte und dann die neue Antenne. Doch die Kletterer dürfen nicht weiter. Für sie besteht zurzeit Lebensgefahr. Der Sendemast sendet Frequenzen fürs Fernsehen und UKW-Frequenzen fürs Radio. Die Sendeleistung ist sehr hoch, für Menschen gefährlich. Die Anlage muss ausgeschaltet werden. Das übernehmen 2 Techniker des HR. Hier laufen die Sender auf und gehen dann zur Antenne. Und wir bügeln jetzt die Antenne um. Wir haben 2 Halbantennen und wir bügeln jetzt auf die untere Halbantenne dass die obere Antenne frei ist, wo die Leute arbeiten, Halbantenne. Fällt jetzt dann der Sendebetrieb aus? Der fällt aus, ja, beim Umbügeln. Verteiler. So, jetzt sollten wir wieder eingeschaltet haben. Kein Fernseh, kein Radioempfang, per Antenne. Ufer, schalte die OKW ab. Wir haben gehört, wir schalten gleich aus. Wir reduzieren die Leistung und dann beim Ausschalten fallen alle aus. Sind alle weg. Und bleiben die dann so lange weg? Bis wir wieder einschalten, genau. Das heißt, Autoradio und so geht jetzt alles nicht? Nee, UKW ist rum. Und in welchem Umkreis? Wie weit? Ja, das ganze Rhein-Main-Gebiet und auch teilweise bis in den Odenwald, weil da kleine Umsetzer noch mit dranhängen. Also es ist schon großflächig. Das ist das zentrale Bediengerät. Hiermit kann man sämtliche Sender einzeln natürlich jeden Sendezug abschalten. Wir schalten ab. So, UKW ist freigeschaltet, ihr könnt aufsteigen. Bis zur Plattform. Verstanden, danke. Die Kletterer können weitersteigen. Der Gang zur Mastspitze ist ab jetzt nur noch schulterbreit. Das Schlimmste wäre ein Sturz in dem engen Zylinder, sagt HR-Techniker Hans Richter. Wenn ihr in den Zylinder einsteigt, denkt bitte daran, dass ihr euch an der Brustöse sichert. Ende. Verstanden, danke. Ich war schon oben gewesen am Mast. Und? Ist schön. Sehr schöne Aussicht. Ein bisschen anstrengend. Es ist halt teilweise sehr eng da drin, ja. Gerade im oberen Bereich, da kann nur einer immer steigen, da kommt man nicht aneinander vorbei. Noch 25 Meter bis zur Spitze.
Hans Richter möchte keine Zeit verlieren. Der Hubschrauber kann starten. Wenn die oben rausgucken aus der Luke, dann startet der Pilot. Wenn die oben sind und sich gesichert haben, wenn alles sicher ist oben, dann starten wir. Hubschrauber ist startklar, Wetter bestens, Kletterer fast oben, alles nach Plan. Eigentlich. Die unterste Lampe, die brennt und ab da nach oben hin ist alles aus. Das ist jetzt gerade ein Problem, weil wir brauchen für eine Notfallrettung Licht. Wir müssen ja was sehen in dem Turm. Ist denn der FI? Habt ihr das geprüft, ob der drin ist? Der FI ist an, die unterste Lampe leuchtet auf und ab da nach oben ist alles aus. Was haben wir jetzt? Jetzt? Müssen wir wegen dieser scheiß Lampe abbrechen oder was? Das kann es jetzt nicht sein, oder? Lampe hochbringen. Steckdose haben sie oben. Muss eine Lampe hoch, anders geht's nicht. Ja. Guck mal nach, ich sag dem anderen Kollegen, einer muss ja noch da sein von denen, der muss hochsteigen und in die Lampe bringen. Haben wir Lampen? Guck mal nach, ob du was findest. Das Licht oben ist ausgefallen. Die Kletterer sehen nichts mehr. Ja, das ist... das muss nicht sein. Das kostet Zeit. In 3 Stunden geht die Sonne unter. Nachts dürfen sie am Mast nicht arbeiten. Wir kümmern uns darum, dass ihr eine Beleuchtung hochkriegt. Wir bringen eine Lampe hoch. Noch ein Kletterer muss hoch. Lampen testen, besser ist das. Ja, sicher. Sie müssen unbedingt die Reparatur schaffen. Die aufwendigen Behördengenehmigungen sind nur heute gültig. Das hast du auch mit den Handlampen habe ich hier reingemacht. Die sind drin, genau. Perfekt. Gut, okay. Bis zu seinen Kollegen in 90 Metern Höhe wird der Profikletterer 30 Minuten brauchen. Die Flugsicherung braucht die Antenne. Sie ist wichtig für den Frankfurter Flughafen und für die Arbeit der Fluglotsen der DFS. Ja, für den An- und Abflugbereich Frankfurt auf jeden Fall. Und da der Bereich sehr, sehr groß ist, weil Frankfurt ein sehr, sehr großer Flughafen ist, betrifft das einen ziemlich großen Bereich. Ja. Antennen und Radaranlagen erfassen Flugzeugbewegungen. Die Daten landen bei der Deutschen Flugsicherung, zum Beispiel hier in Langen, dem Hauptsitz. 900 Techniker und Ingenieure überwachen bei der DFS die Radar- und Flugsicherungssysteme. Einer von ihnen, Tim Simon. Der Ingenieur und Hobbypilot ist auf dem Weg zum Überwachungsraum. Streng gesichert. Hallo, morgen. Morgen. Wir fahren jetzt gleich zur Neunkirchener Höhe raus. Kannst du mal schauen, wie es da so aussieht? Ob da irgendwas anliegt an... Tim Simon und sein Team sind verantwortlich dafür, dass alle Daten korrekt vorliegen, mit denen Fluglotsen arbeiten müssen. Wir befinden uns hier in der SMC, das ist die Service Management Zentrale der DFS und hier laufen alle Daten zusammen. Wir überwachen von hier aus sämtliche Radaranlagen der DFS. Das sind 30 Luftlageanlagen und 15 Bodenanlagen, werden hier an diesem Arbeitsplatz 24 Stunden, 365 Tage im Jahr überwacht. Ohne diese Daten würde kein Verkehrspilot sicher über Deutschland fliegen können. Diese Daten benutzt dann halt der Lotse. Das wird dann eingespeist in unser Flugsicherungssystem und damit wird dem Lotsen ein Luftlagebild gegeben. Das ist die Grundlage für seinen Job, dass er halt weiß, wo welches Flugzeug ist. Und das ist nicht nur für das Center, sondern auch für den Tower. Der Tower hat auch eine Luftlage rund um seinen Bereich, damit er sieht, wer sich in der Nähe des Flughafens befindet. Gelb dargestellt, Flugzeuge über Deutschland. Bis zu 10.000 täglich. Überwacht von den Lotsen in den Kontrollzentralen. 4 davon hat die DFS in Deutschland. In Bremen, Karlsruhe, München und hier in Langen. Zuständig für den Luftraum im Südwesten. Das ist alles
absolut redundant. Wir haben jedes System doppelt. Also wo ein Rechner ist ein zweiter Rechner, der parallel läuft. Und dazu gibt es dann meistens noch ein Backup-System, was nochmal ganz anders aufgebaut ist, um dort eine Sicherheit zu haben, dass falls ein System ausfällt, wir immer noch ein Backup haben. Auch die Stromausführung ist so gemacht, dass wir immer eine doppelte Einführung haben mit unabhängiger Stromversorgung, allem, was dazugehört. Regelmäßig müssen die Techniker und Ingenieure die Radaranlagen überprüfen. Im Odenwald steht eine der größten. Das ist eine Mittelbereichsradaranlage mit einer Reichweite von 150 nautischen Meilen. Damit deckt sie einen großen Teil Deutschlands ab. Sie versorgt uns mit Radardaten sowohl für das Center, für die Lotsen, die die ganzen Überflüge kontrollieren und An- und Abflüge, als auch mit Radardaten für den Tower, damit der Tower sieht, was in seiner Umgebung los ist. 15 internationale Flughäfen hat Deutschland. Auf allen arbeiten Lotsen der DFS, auch im Tower Frankfurt. Lufthansa 5 Uniform, Crossrunway 25 Center, Turn right, Lima, hold short November 14. Die Lotsen im Tower erteilen die Start- und Landefreigaben. Den An- und Abflug auf Frankfurt überwachen dagegen die Lotsen in der Kontrollzentrale in Langen. 1200 Starts und Landungen meldet der Tower täglich. Und der weltweite Flugverkehr nimmt wieder rapide zu. Austin 76, Mike Tower, hallo. Bei der DFS arbeiten 2200 Fluglotsen und Nachwuchs wird dringend gesucht. Der Luftraum über Deutschland, den die DFS überwacht, ist 390.000 Quadratkilometer groß. Das sind 54.621.849 Fußballfelder, wen's interessiert. Airport 6, Roger. Zurück zu Tim Simon. Mittlerweile auf der Neukircher Höhe im Odenwald angekommen. Hier steht sie. Eine der größten Radaranlagen der DFS. Trotz Aufzug, der Mann aus Karben nutzt lieber die sportliche Herausforderung, 60 Meter nach oben. Tim Simon ist Flugsicherungsingenieur, ein Beruf, den es nur bei der DFS gibt. Studiert hatte Elektrotechnik und eine Zusatzausbildung bei der DFS abgeschlossen. Jetzt darf er an Radaranlagen schrauben. Tja, das ist Werkzeug, mit dem wir an der Radaranlage arbeiten. Die Antenne ist so groß, dass wir solche Schraubenschlüssel brauchen, um zum Beispiel die Nick-Einstellung des Spiegels einzustellen. Die Anlage besteht aus einem Primärradar, das große Segel, und einem Sekundärradar, die kleine rechteckige Antenne obendrauf. Wir verwenden hier sowohl Primär- als auch Sekundärradar. Primärradar bedeutet, dass ich einen starken elektromagnetischen Impuls aussende. Der wird am Flugzeug reflektiert, kommt zurück und ich kann über die Laufzeitmessung, wie lange dieses Signal gebraucht hat, ausrechnen, wie weit das Flugzeug weg ist. Und durch die Position der Antenne, in welche Richtung sie gerade in diesem Moment gezeigt hat, weiß ich den Winkel. Also habe ich Winkel und Entfernung und habe dadurch eine zweidimensionale Position des Flugzeuges. Was ich nicht habe, ist, was es für ein Flugzeug, welches Flugzeug es ist und in welcher Höhe. Und aus diesem Grund benutzen wir Sekundärradar. Sekundärradar funktioniert so, dass ich einen Abfrageimpuls aussende, der vom Flugzeug empfangen wird. Im Flugzeug ist ein Gerät, ein Transponder, der empfängt dieses Signal und antwortet darauf aktiv und sendet in einem Telegramm einmal die Kennung des Flugzeuges und zum anderen aber auch die selbst erfasste Höhe des Flugzeuges, sodass wir auch die Höhe des Flugzeuges dann haben. Mit Antennen und Radaranlagen sorgen Tim Simon und seine Kollegen für Sicherheit im deutschen Luftraum. Vom Odenwald Richtung Alpen zum Airbus A320, heute ohne männliche Besatzung. Die Alpen haben sie hinter sich. Kapitänin Julia Peukert hat jetzt Funkkontakt mit den Lotsen im Kontrollzentrum München. Also wir haben auch eine Box an Bord, die sendet Daten von uns und von unserem Flieger an den Radarlotsen. Das ist vor allem unsere Höhe, unsere Geschwindigkeit und unsere GPS-Position. Die Box ist hier unten. Wir kriegen quasi wie eine Nummer zugewiesen, die 3750. Anhand derer kann uns der Lotse identifizieren. Und diese Informationen, die der Lotse bekommt, bekommen wir auch von anderen Fliegern hier im
Flugzeug selber dargestellt. Auf unserem Handy, dem sogenannten Navigational Display, sehen wir auch die anderen Flieger um uns rum mit genau dieser Information. Also wir sehen, das Flug sinkt zum Beispiel gerade, es ist 5800 Fuß unter uns. Das Flugzeug ist 4000 Fuß unter uns. Der Flieger ist knapp 1000 Fuß unter uns, was unser Mindestabstand zu den anderen Fliegern sind. 1000 Fuß sind ungefähr 300 Meter. Die Kapitänin ist heute für den Funk zuständig. Michaela Gerstenkorn fliegt den Airbus. Am Funk jetzt die Lotsen im Kontrollzentrum Langen, zuständig für Frankfurt. Wir haben jetzt die erste Erlaubnis erhalten zu sinken. Wir dürfen jetzt auf die Flugfläche 320 runter sinken, haben eine gegebene Sinkrate dafür erhalten. Und aufgrund des vielen Verkehrs in Frankfurt etablieren sie gerade wie ein Trichterverfahren. Das heißt, wir werden langsam von unserem Reiseflug heruntergenommen, um dann in kleinen Steps nach unten zu sinken. Das ermöglicht eine bessere Staffelung und der Flughafen kann mehr Verkehr abfertigen. Noch 20 Minuten bis zur Landung in Frankfurt. Zurück zum großen Feldberg, zu den Industriekletterern auf dem Sendemast. Der Kollege mit der Ersatzlampe ist angekommen, in 90 Metern Höhe. Endlich mal gute Nachrichten für Techniker Hans Richter vom HR. Im Mast ist das Licht ausgefallen. Ohne Licht können die Männer nicht weiterklettern, nicht arbeiten. Der Kollege, der ist jetzt im Sprint da hoch auf 100 Meter. Und jetzt muss er erst mal dreimal kräftig durchatmen. Ja, der kann ja nicht so abgehäschelt wieder absteigen. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Der eine macht Pause, der andere klettert weiter. Im Eiltempo auf die Spitze. Das beeindruckt selbst den erfahrenen Hubschrauberpiloten. Material abladen in 115 Metern Höhe auf einer Minifläche. Für ihn das erste Mal. Das oben mit einem Meter Durchmesser auf der Höhe ist eine Premiere, definitiv. Ja. Das, was der Kollege jetzt macht, ist gigantisch auch. Also darauf gehen die Flughelfer, das muss man auch mögen. Ja. Die Männer hängen fest verbunden und gesichert am Mast. Jetzt sind sie bereit für das Spezialwerkzeug. Sie warten auf Simon Vogt und seinen Hubschrauber. Seit 12 Jahren fliegt der Hubschrauber. Menschenrettung in den Bergen, Transporte, Rundflüge. Das Spezialwerkzeug. Zum Tragen für die Kletterer zu groß und zu schwer. Der Hubschrauber ist wie ein Lift für das Material. Mit dem Werkzeug wollen die Spezialisten die neue Antenne montieren, die kaputte aber zuerst abschrauben. Doch dann, schon wieder stimmt etwas nicht. Pilot Simon Vogt hat Probleme, den Hubschrauber ruhig in der Luft zu halten. So kann er nicht punktgenau das Material auf den Mast fliegen. Der Pilot funkt an alle. Das deprimierendste Wort des Tages. Abbruch. Zu starker Wind. War zu gefährlich. Sind beinahe die Eimer schon ausgekippt oben. Und das geht nicht für das Personal. Das ist einfach zu gefährlich. Ja. Glaubt man gar nicht, ne? Hier unten ist gar kein Wind, ne? Aber da oben sind halt ein paar Meter höher. Monatelange Vorarbeit. Zig Genehmigungen der Behörden. Passenden Termin mit Personal, Kletterer und Hubschrauber finden. Alles umsonst.
Die Sicherung oben am Turm ist aktuell nicht möglich. Mit dem Helikopter, wenn der die Sachen absetzt, zu ruckartig absetzt, dann kann es sein, dass die Sicherungsseile getroffen werden, weil da oben eben sehr wenig Platz ist. Und jetzt sind die Kollegen aktuell am Plan, wie sie ihr Equipment wieder runterkriegen, sicher. Und alle weiteren Schritte besprechen wir dann. Also, aber es geht in die Richtung Abbruch jetzt erstmal für heute hier. Die neue Antenne bleibt am Boden, die kaputte auf der Spitze. Die Kletterer steigen ab. Eventuell müssen sie mit einem riesigen Kran hier ran. Ist natürlich zum einen eine Kostensache, weil so ein Kran eine relativ teure Standzeit hat. Das heißt, der Helikopter fliegt an und ist da. Ja. Der Kran selber steht im Zweifel Wochen auf dieser öffentlichen Straße da vorne. Also der kann ja nicht hier stehen, sondern der hat eine relativ breite Standfläche und würde dann vorne die Straße blockieren. 2 Monate später. Industriekletterer haben die 30 Kilo schwere Antenne per Flaschenzug hochgezogen und die kaputte abgeseilt. 3 Wochen hat die Montage gedauert. Jetzt empfängt die Antenne wieder Daten für die Lotsen der Flugsicherung. Vom Feldberg in 1000 Metern Höhe zum Airbus in 5000 Metern Höhe. Kapitänin Julia Peukert und Co-Pilotin Michaela Gerstenkorn haben es fast geschafft. Ja. Sie sind im Sinkflug über Hessen. Nach 2,5 Stunden Flugzeit ist Frankfurt voraus. Michaela Gerstenkorn wird landen. Julia Peukert unterstützt sie. 300. 100 above. Minimum. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. Spoilers. Mike Tango, and we are holding short of Tango 4 Ocean for uniform. Rechts. Ihre Parkposition ist 4 Kilometer entfernt, in die andere Richtung. Und jetzt bis ganz zum Ende. Fast bis nicht mehr weiter. 6 Stunden waren sie unterwegs, Frankfurt, Korfu und zurück. Die Kollegen fliegen in die Karibik nach Punta Cana. Ciao, Kollegen. Gute Reise. Wir haben Feierabend. Ups, ihr Parkplatz ist belegt. So, jetzt steht uns die Sun Express im Weg, darum müssen wir jetzt einmal, in Berlin sagt man Paris-Rom-Erkner, also einmal um den Kreis fahren. Ja, die wurde gerade zurückgedrückt. Vielleicht hat die einen Slot, dass es wichtig war, dass die rausgeht, kann auch sein. Oder wir waren so schnell, sie haben noch nicht mit uns gerechnet. Parking brake is set. Cabin crew, all doors and parking. Danke. Sie dürfen aussteigen. Auf Wiedersehen. Winglights off, fuel pumps off, parking check is complete. Super, danke schön. Julia Peukert wohnt in Berlin mit ihrer Familie, in Frankfurt in einer WG. Wo geht's jetzt hin? Also ich versuche jetzt tatsächlich meinen Heimzug in einer Stunde zu bekommen, weil für mich ist dann der Block beendet und ich habe jetzt das Wochenende frei und komme dann Montagabend wieder. Und dann geht's wieder nach Korfu? Nee, dann habe ich Bereitschaft am Montag und am Dienstag fliege ich nach Madeira, nach Funchal. Und wie geht's für dich weiter? Ich habe jetzt Feierabend und ja, morgen früh direkt wieder früher Check-in um 4:15 Uhr nach Lamezia Terme in Italien. Strammes Programm in dieser Woche. Ja, genieße jetzt meinen Feierabend zu Hause ein bisschen und dann geht's wieder früh ins Bett für morgen früh, damit wir wieder fit sind.
Genau. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Danke.